Königin Elizabeth II. Ist eine der am längsten regierenden Monarchinnen der Geschichte. Seit sie 1952 den Thron bestieg, hat sie mehr Präsidenten und Machthaber getroffen als jedes andere Staatsoberhaupt. Während ihrer Regierungszeit hat sich in Großbritannien und der Welt viel verändert. 60 Jahre lang hat sie versucht, der Monarchie in einer sich wandelnden Gesellschaft mehr Bedeutung zu verleihen. Ihr Leben war von vielen Turbulenzen geprägt. Die gescheiterten Ehen ihrer Schwester Margaret und 3 ihrer Kinder haben sie tief betrübt. Das idyllische Bild der Königsfamilie wurde durch Scheidungen und Skandale erschüttert und gipfelte im tragischen Tod von Prinzessin Diana 1997. Die öffentliche Reaktion auf ihren Tod stellte die größte royale Krise seit der Abdankung von Edward VIII. Im Jahr 36 dar. Nach Dianas Tod gelang es der Königin, die Monarchie zu modernisieren und den farbenfrohen Prunk zu erhalten. Beim diamantenen Jubiläum der Königin werden ihre Jahre auf dem Thron und das Wiederaufleben der Popularität gefeiert, der sich die Monarchie heute erfreut. Mit Prinz Charles in seiner 2. Ehe und Prinz William, der ebenfalls verheiratet ist, hat die Königin allen Grund zu glauben, dass das Fundament, das sie gelegt hat, Bestand haben wird. Die Königin hat über 1 Million Meilen zurückgelegt und mehr als 250 Auslandsbesuche absolviert. Im Oktober 2011 flog sie nach Australien, einem der Commonwealth-Staaten, deren Staatsoberhaupt sie ist. Es war ihr 16. Besuch in Australien. Sie war 85 Jahre alt, ihr Ehemann Prinz Philipp 90. Die Aufrechterhaltung der Beziehungen zum Commonwealth bleibt eine der wichtigsten Herausforderungen für die Königin. Persönliche Besuche stärken die Bindungen und lassen alte Erinnerungen wieder aufleben. Die Königin war 27, als sie 1954 mit Prinz Philipp eine 2-monatige Reise durch Australien unternahm. Es war ein Meilenstein in der australischen Geschichte, der erste Besuch einer amtierenden Monarchin. Ich möchte Ihnen allen sagen, wie glücklich ich bin, unter Ihnen zu sein und wie sehr ich mich auf meine Reise durch Australien freue. Schätzungsweise 1/3 der australischen Bevölkerung war gekommen, um die junge Königin persönlich zu begrüßen. Viele erinnern sich noch an diesen historischen Besuch. Unter denen, die die Königin 2011 begrüßten, war auch Margaret Cunningham, die der Königin als kleines Kind bei ihrem ersten Besuch 57 Jahre zuvor einen Blumenstrauß überreicht hatte. Da ist eine Wärme in ihren Augen, die sie sich bewahrt hat. Ja, definitiv. Manche fragen sich, ob die Königin mit ihren nun 86 Jahren diese Reise noch einmal antreten kann und ob sie sich auf andere Familienmitglieder verlassen muss, um die Verbindungen zum Commonwealth aufrechtzuerhalten. Die St. Paul's-Kathedrale war 2006 Schauplatz eines Gottesdienstes anlässlich des 80. Geburtstags der Königin. Der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, brachte die Dankbarkeit der Nation zum Ausdruck. Geburtstage gehören zu den lebendigsten Erinnerungen an unser Menschsein und unsere gemeinsame Berufung, miteinander durch die Zeit zu gehen. Deshalb, Eure Majestät, danken wir heute mit euch für die Gaben des Lebens und der Erfahrung. Anschließend zeigte die Menge ihre Zuneigung. Nur wenige Jahre zuvor hatte Dianas Tod eine beispiellose Reaktion ausgelöst. Doch die Bemühungen der Königin um einen engeren Kontakt zum Volk haben die Monarchie wieder populär gemacht. Prinz Charles sprach ihr dafür seine Bewunderung aus. Es erfüllt mich mit großem Stolz, ihr auf diese Weise öffentlich zu gratulieren und ihr in unser aller Namen für die vielen wunderbaren Qualitäten zu danken, die sie in fast ein gesamtes Leben des Dienstes und der Hingabe gebracht hat. Die Scheidungen von 3 ihrer 4 Kinder haben das Familienbild des Königshauses in Frage gestellt. Seit der Hochzeit von Prinzessin Anne mit Mark Phillips 1973 endeten spektakuläre königliche Hochzeiten in Misserfolgen und Skandalen. Niemand ahnte, welche Probleme die Hochzeit von Charles und Lady Diana Spencer 1981 mit sich bringen würde.
Auch die Ehe von Prinz Andrew und Sarah Ferguson 1986 scheiterte. Durch ihre Scheidung von Charles 1996 verlor Diana den Titel Ihre königliche Hoheit. Nach ihrem Tod ein Jahr später erhielt sie ein königliches Begräbnis, wie es sich für die Mutter eines zukünftigen Königs gehört. 2005 heiratete Charles dann seine langjährige Geliebte Camilla Parker Bowles in einer privaten zivilen Zeremonie. Diana hatte er in der prächtigen St. Paul's-Kathedrale geheiratet. Für die Königin bedeutete die Hochzeit die Fortführung der königlichen Linie. Ich glaube, der Tag, an dem der Prinz von Wales Lady Diana Spencer heiratete, war ein großer Tag für die Königin. Dieser Tag hat gezeigt, dass die Kontinuität ihrer Familie auf korrekte und angemessene Weise fortgesetzt wird. Ich glaube, es gab immer eine gewisse Sorge um Diana, da sie noch recht jung war. Aber die Queen war glücklich und zufrieden, dass ihr Sohn jemanden heiratete und sie Kinder zeugen würden und dass die Kontinuität des Hauses Windsor mit ziemlicher Sicherheit fortbestehen würde. Diana wurde bald nach der Hochzeit schwanger. Ihre Probleme und Krankheiten wurden zunächst vor der Öffentlichkeit verborgen. Kurz nach diesen Bildern stürzte sie sich in Sandringham, dem Anwesen der Königin in Norfolk, eine Treppe hinunter. Die Königin muss gewusst haben, dass es fast von Anfang an alle möglichen Probleme gab. Ihr war also klar, ohne dass wir es wussten, und das hat sie sehr gut verheimlicht, dass es Diana unglaublich schwer fiel, sich in das Eheleben einzufügen. Seit ihrer Kindheit hat die Königin ihre privaten Gefühle vor der Öffentlichkeit verborgen. Sie hat Diana zwar gewürdigt, aber wenig von den Turbulenzen erzählt, die das Leben und der Tod der Prinzessin hinter den Palastmauern verursacht haben. Und hinter den Fassaden der Monarchie musste die Königin Prinz Charles' Entschlossenheit entgegenkommen, die Frau zu heiraten, die Diana die dritte Person in ihrer Ehe nannte. Camilla Parker Bowles war mehrere Jahre lang die Geliebte von Charles, bevor die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam wurde. Nach Dianas Tod verheimlichte Charles seine Affäre mit der inzwischen geschiedenen Camilla nicht mehr. Mit einem Auftritt vor dem Londoner Ritz Hotel 1999 begann eine Kampagne für mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Die Presse folgte eifrig. Eine Reihe von Veranstaltungen für Charles' Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Trust drängte Camilla zunehmend in die Öffentlichkeit. Laut Gesetz musste Charles für eine Hochzeit immer noch die Zustimmung der Königin einholen. Charles musste sie natürlich fragen. Sicher ist er der einzige 56-jährige Mann in der heutigen Zeit, der sich einer so erniedrigenden Erfahrung unterziehen muss, seine Mutter um Erlaubnis zur Heirat zu fragen. Charles war eigentlich Witwer, aber Camillas Scheidung machte eine kirchliche Trauung unmöglich. Das Paar ließ sich am 9. April 2005 im Rathaus von Windsor standesamtlich trauen. William und Harry waren unter den wenigen Trauzeugen. Die Königin kam nicht. Sowohl der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, als auch ihr Privatsekretär Sir Robin Gendron sagten ihr, es sei unklug und unangebracht, der Trauung beizuwohnen, da sie ja die oberste Statthalterin der Kirche von England sei. Die Königin nahm jedoch an der kirchlichen Segnung in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor teil. Camilla war wider Erwarten Mitglied der königlichen Familie geworden. Aber die Königin war immer noch besorgt über ihren Einfluss auf die Monarchie. Ich glaube, die Königin hatte anfangs das Gefühl, das Volk könnte Camilla nicht akzeptieren, weil sie die andere Frau in der Ehe war, als Charles eigentlich Diana hätte lieben sollen. Und die Königin war besorgt, dass ihr Volk Camilla nicht annehmen würde. Aber sie sieht, dass Camilla einen wunderbaren Einfluss auf Prinz Charles hatte. Und sie liebt Charles wirklich sehr. Und so hat sie sich nach und nach für Camilla erwärmt. In letzter Zeit hat Camilla hart daran gearbeitet, in der Öffentlichkeit akzeptiert zu werden, was sich vor allem dank der Unterstützung durch die Königin verbessert hat.
Sie ist jetzt als ihre königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall, bekannt und hat es taktvoll vermieden, den Titel Prinzessin von Wales zu verwenden, der unwiderruflich mit Diana verbunden ist. Es heißt, sie wird Königin Gemahlin, wenn Charles zum König gekrönt wird. Die Queen hat nun festgestellt, dass Camilla das Volk auf eine Art und Weise für sich gewinnt, die vor einem Jahr noch unmöglich schien. Und dass die Monarchie damit in viel sichereren Händen ist, als sie es vielleicht jemals war. Sie weiß, dass es immer noch eine starke Opposition gegen Camilla gibt. Deshalb denkt man, Camilla könne niemals Königin werden. Aber wenn Prinz Charles den Thron besteigt, wer könnte dann noch sagen, dass Camilla nicht die Königin an seiner Seite sein sollte? Prinz Andrew, ein Marineoffizier, heiratete 1986 Sarah Ferguson und wurde Herzog von York. Es gab große Hoffnungen für diese Ehe, aber wie Diana enttäuschte sie die Königin. Ihr Hintergrund ist ein ganz anderer. Immerhin war sie damit aufgewachsen. Als Kind war sie an den Buckingham Palace und Windsor Castle gewöhnt. Sie war schon immer für ihren Job ausgebildet worden. Und deshalb glaube ich nicht, dass sie die Schwierigkeiten, die diese Mädchen hatten, ganz verstanden hat. Vor allem bei der Herzogin von York. Denn für die Königin war ihre eigene Zeit bei der Marine als Marine-Ehefrau eine absolute Freude gewesen. Und die Tatsache, dass Sarah Ferguson, die Herzogin von York, diesen Teil des Lebens ihres Mannes nicht zu genießen schien, fand sie sehr schwer zu verstehen. Im Nachhinein war klar, dass Diana und Sarah das Leben in der Königsfamilie schwieriger fanden als erwartet. Aber die Königin versuchte, ihnen zu helfen. Wenn wir uns zurückerinnern, war es die Königin, die die Redakteure anrief, als die Prinzessin von Wales sich von der Presse und den Medien unter Druck gesetzt fühlte. Die Königin sagte, der Frieden meiner Schwiegertochter muss geschützt werden. Und sie bemühte sich damals, die Prinzessin zu schützen. Die Prinzessin von Wales war für sie wie eine entzückende, unbeholfene Nichte. Sie kannte Diana von Kindesbeinen an. Sie war nachgiebig und fürsorglich und manchmal etwas ratlos. Einmal, kurz nach der Hochzeit, waren sie in Balmoral. Es war ein spießiger Anlass. Und da sprang die Prinzessin plötzlich vom Tisch auf, lief um ihn herum, setzte sich auf Charles' Schoß und gab ihm einen Kuss. So etwas hatte man in der Königsfamilie noch nie gesehen. Die Königin schüttelte nur den Kopf und lächelte. Die Königin nahm 1993 an der Hochzeit von Prinzessin Margarets Sohn Viscount Linley mit der Erbin Serena Stanhope teil. Linley und seine Schwester Sarah Armstrong Jones standen der Königin nah. Prinzessin Margaret hatte 1960 Lord Snowdon geheiratet, aber die Ehe ging in die Brüche. Sie ließen sich 1978 nach einigen feindseligen Jahren scheiden. Die Königin nahm die Kinder unter ihre Fittiche. Sie ist vernarrt in die Kinder von Prinzessin Margaret, vor allem in Lady Sarah, die eine Lieblingsnichte ist. Sie war eine sehr liebevolle Tante und sehr stolz auf Lord Linley. Einer der Höflinge sagte mir, dass sie als kleine Kinder manchmal dachten, die Königin sei ihre Mutter, weil sie immer nach Balmoral mitnahm, wenn Prinzessin Margaret und Lord Snowdon in den Sommerferien nach Sardinien oder in die Toskana fuhren. Sie war eine feste Größe in ihrem Leben und sie liebte sie sehr. Diese Stabilität wurde auch gebraucht, als sich 3 ihrer 4 Kinder scheiden ließen und ihre Enkelkinder mit getrennten Haushalten zurechtkommen mussten. Die Königin hatte ein besonderes Interesse an Charles' Söhnen William und Harry. William, als Zweiter in der Thronfolge, entwickelte eine enge Beziehung zu seiner Großmutter. Doch als die Ehe ihrer Eltern in die Brüche ging, ließ der Kontakt zum Rest der Familie nach. Ich glaube, dass sie William und Harry in den letzten Jahren viel, viel besser kennengelernt hat. Als die Ehe noch lief und Charles und Diana sich gegenseitig an die Gurgel gingen, hat sie kaum gesehen. Aber in den letzten 10 Jahren hat sie aufwachsen sehen. Und obwohl sie vielleicht nicht so oft sieht, glaube ich, dass sie sehr stolz ist. Besonders auf Prinz William.
Im Jahr 1992 trennten sich die Yorks und die Waleses nach einer Reihe von Skandalen, die die Königin schockierten. Auch Prinzessin Anne ließ sich im selben Jahr scheiden und heiratete erneut. Ich weiß, dass sie, als eine Scheidung nach der anderen kam, zu einer engen Freundin sagte: Was haben wir nur falsch gemacht? Es ist sehr schwierig, Königin und Mutter zu sein. Ich glaube, jede Frau in einer Führungsposition muss das feststellen. Ich denke, dass die Windsor-Art, die von König George V. und Königin Mary weitergegeben wurde, auch ein Faktor war. Die steife Oberlippe, das unter den Teppich kehren von Problemen und der Mangel an Kommunikation. Das kommt auch daher, dass sie in riesigen Häusern wie dem Buckingham Palace leben, wo sie ein ziemlich getrenntes Leben führen. Jeder mit seiner eigenen Suite und seinen eigenen Bediensteten. Es ist also nicht so, dass man ein fröhliches Beisammensein vor dem Fernseher hat. Es ist ein anderes Leben. Und dann, am 20. November 1992, fing Schloss Windsor Feuer. Es geschah am 45. Hochzeitstag der Königin. Die Queen war bestürzt über den Schaden an ihrem Lieblingshaus, in dem sie die Kriegsjahre mit Prinzessin Margaret verbracht hatte. Sie überwachte den Abtransport der Familienschätze und sprach Tage später über ihre Trauer. 1992 ist kein Jahr, auf das ich mit ungetrübter Freude zurückblicken werde. Mit den Worten eines meiner wohlwollendsten Korrespondenten hat es sich als ein Annus Horribilis erwiesen. Ich vermute, dass ich mit dieser Meinung nicht alleine bin. Schlimmer hätte es nicht kommen können, oder? Alle Ehen der Kinder gingen schief, eine nach der anderen. Die enormen Skandale in den Zeitungen und die ständige Aufmerksamkeit für das Privatleben der Königsfamilie. Und dann die unverblümte Kritik an ihr, die sie nicht gewohnt war. Sie war ihr ganzes Leben lang nichts anderes als Freundlichkeit gewohnt. Und als sich die Öffentlichkeit zur Zeit des Brandes in Windsor gegen sie wandte und sagte: Nein, wir werden nicht sein, war sie, glaube ich, zutiefst verletzt und überrascht. Die Welt trauerte um Diana, aber die verzögerte Reaktion der Königin sorgte für Kritik. Natürlich war die Königin geschockt, als Diana starb, wie alle anderen auch. Aber ihre Sorge galt eigentlich nicht Diana oder ihrer Familie oder Prinz Charles. Es ging ihr um ihre Enkelkinder. William und Harry waren bei der Königin in Balmoral in Schottland. Und sie konzentrierte sich voll und ganz darauf, diese armen kleinen Kinder so gut wie möglich zu schützen. In Balmoral erfuhr die Königin von den wachsenden Spannungen in der Hauptstadt. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf den leeren Fahnenmast auf dem Dach des Palastes. Dann gab sie den Befehl, eine Flagge zu hissen, und zwar auf Halbmast, was noch nie zuvor geschehen war. Ich glaube, sie war einfach nicht auf dem Laufenden. Das lag vielleicht daran, dass sie versuchte, die Enkelkinder zu schützen. Sie hat es beinahe vermasselt. William und Harry gingen hinter dem Sarg ihrer Mutter her, gemeinsam mit ihrem Großvater, der sie auf ihrem herzzerreißenden Weg unterstützte. Prinz William hat seinen Großvater gebeten, im Trauerzug mitzulaufen. Es war sein Wunsch. William ist wahrscheinlich die Art von Sohn, die Prinz Philipp gerne gehabt hätte. Ich glaube, er ist zu Recht sehr stolz auf ihn. Und er mag Prinz Harrys Robustheit. Ich glaube, er ist ihnen auf seine Art sehr zugetan. Der Tod von Diana wird einen bleibenden Einfluss haben. Ich denke, er wird in den Geschichtsbüchern wahrscheinlich als der Zeitpunkt genannt werden, an dem die Monarchie die Einstellung zu ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft radikal geändert hat. Wie auch immer, das royale Leben geht weiter. Die Bewirtung von Staatsoberhäuptern ist eine der wichtigsten Aufgaben der Königin. Diese Gastfreundschaft baut Brücken zwischen Ländern und festigt internationale Freundschaften. Ein Staatsbankett auf Schloss Windsor war der Höhepunkt des Besuchs des polnischen Präsidenten Lech Wałęsa im Jahr 1991. Die Gäste speisten aus feinstem Porzellan, Silberbesteck und Kristall. 300 Mitarbeiter servierten ihnen Wachteleier, Steinbutt, Kalbfleisch und Pfirsiche. Für viele mit weißer Krawatte und Diadem war es ein einmaliges Erlebnis. Das 65. Staatsbankett der Königin.
Ich erhebe mein Glas auf Sie und Frau Wałęsa und auf das Wohlergehen und das Glück des polnischen Volkes. Die internationale Diplomatie erfordert Auslandsbesuche wie diesen in Frankreich 1992. Die Königin ist eine der am weitesten gereisten Monarchinnen der Geschichte. Ihre Zuverlässigkeit und ihr Gespür für auswärtige Angelegenheiten werden nie in Zweifel gezogen. Ihre Professionalität wurde auf dieser Deutschlandreise 92 deutlich. Es war ihr erster Besuch in Deutschland seit dem Fall der Mauer. Sie kam, um die neu vereinigte Republik zu unterstützen und die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien zu stärken, die durch 2 Weltkriege unterbrochen worden waren. In ihrer Rede ließ sie alte Feindschaften beiseite. Wie alle guten Freunde sind wir nicht immer einer Meinung. Doch versuchen wir, wie gute Freunde es tun sollten, es über keinen Streit Abend werden zu lassen. Der Besuch in den USA unterstreicht die besonderen Beziehungen zu Großbritannien, die seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bestehen. 1991 wurde die Königin von Präsident George Bush Senior empfangen. In den Ereignissen eines solchen Besuchs steckt eine Symbolik, die sich einer Analyse entzieht, die aber die Herzen der Menschen weit und breit erreicht. Sie ist Staatsoberhaupt in Australien und in weiteren 15 der 54 Länder, die den Commonwealth bilden. Sie kam 1992 nach einer Unterbrechung von 12 Jahren nach Australien. Der Republikanismus war eine wachsende Bewegung, aber ihre Beliebtheit sorgte dafür, dass sie dort noch heute Königin ist. Während ihrer Reise enthüllte sie eines der vielen Porträts ihrer Regierungszeit. Es fängt den zurückhaltenden Charakter der Frau hinter der Krone ein. Die Königin ist nicht von Natur aus ein emotionaler Mensch. Sie hat keine großen Höhen und Tiefen. Sie akzeptiert das Leben. Und wenn es etwas gibt, das sie nicht verstehen oder nicht sehen will, ignoriert sie es. So vermeidet sie emotionale Konfrontationen. Sie vermeidet das im Allgemeinen. Elizabeth hatte eine goldene Kindheit mit ihrer jüngeren Schwester Margaret. Ihr Leben war unbeschwert, bis ihre Eltern 1936 König und Königin wurden, als sie 10 Jahre alt war. Sie wurden das Familienunternehmen oder Wir Vier, wie ihr Vater George VI. Sie nannte. Als voraussichtliche Erbin wurde Elizabeth von ihrer beeindruckenden Großmutter Königin Mary beeinflusst. Die Wärme und Spontanität ihrer eigenen Mutter hat sie nicht geerbt. Und die Person, die sie am meisten bewunderte, abgesehen von Königin Victoria, war ihre Großmutter Königin Mary. Man sieht auch eine große Ähnlichkeit zwischen den beiden. Diese Schüchternheit und Förmlichkeit, diese leichte Distanz zur Öffentlichkeit. Mit 21 Jahren verlobte sie sich mit Prinz Philipp von Griechenland, trotz der Vorbehalte ihres Vaters. Es gab einige familiäre Spannungen, vor allem weil König George VI., der Vater von Prinzessin Elizabeth, Philip Mountbatten zu diesem Zeitpunkt nicht für einen geeigneten Ehemann hielt. Er war einfach nicht einverstanden. Er kam nicht aus der obersten Schublade der europäischen Königshäuser. Die griechische Königsfamilie war ziemlich weit unten in der Rangliste. Er hatte keinen großen Titel, kein großes Vermögen, das er in die Ehe einbringen konnte. Und außerdem fand er, dass sie mit 21 ein bisschen zu jung war. Er fand, sie hätte 4 oder 5 Jahre warten sollen. Aber sie blieb hartnäckig. Und sie überredete ihre Mutter, sie zu unterstützen. Die Königinmutter hatte einen großen Einfluss auf ihren Mann. Und so geschah es dann. 1947, während einer Familienreise nach Südafrika, hielt Elizabeth eine Rede zu ihrem 21. Geburtstag. Vor Ihnen allen erkläre ich, dass ich mein ganzes Leben, möge es lang oder kurz sein, dem Dienst an Ihnen widmen werde und dem Dienst an unserer großen imperialen Familie, der wir alle angehören. Aber ich werde nicht die Kraft haben, diesen Entschluss allein zu verwirklichen. Es sei denn, Sie schließen sich mir an. Dazu lade ich Sie ein.
Ich weiß, dass Ihre Unterstützung unermüdlich sein wird. Gott helfe mir, mein Gelübde zu erfüllen. Und Gott segne Sie alle, die Sie bereit sind, es mitzutragen. Fast 50 Jahre später kehrt sie in ein Land zurück, in dem sich große Veränderungen vollzogen haben. Südafrika hatte sich 1961 wegen seiner Apartheid-Politik aus dem Commonwealth zurückgezogen. Die Apartheid endete 1994 und Südafrika wurde wieder aufgenommen. Bei diesem Besuch ein Jahr später traf die Königin einen Staatsmann, der zu einem persönlichen Freund wurde: Präsident Nelson Mandela. Im folgenden Jahr kam Mandela nach London, um die Frau zu besuchen, die er meine Freundin Elizabeth nannte. Die Königin ist überhaupt nicht rassistisch voreingenommen. Sie ist praktisch farbenblind, wenn Sie so wollen. Und einer ihrer besten Freunde und jemand, der sie und die anderen Mitglieder des königlichen Haushalts beeindruckt hat, war Nelson Mandela. Als sie ihn kennenlernte, war sie von seiner Aufrichtigkeit, seiner Integrität und seinem Mitgefühl zutiefst beeindruckt. All das hat ihn bei der Königin beliebt gemacht. Und sie stehen immer noch in engem Kontakt. Sie korrespondieren miteinander, wenn auch nicht regelmäßig, so doch recht häufig. Als Prinzessin Elizabeth 1947 ihren Matrosenprinzen heiratete, war das ein Anlass zu nationaler Freude. Die Menschen, die noch immer mit Rationsbüchern und Kleidergutscheinen belastet waren, begrüßten diese glanzvolle Erleichterung der Nachkriegssparsamkeit. Seit ihrem 10. Lebensjahr war Elizabeth die Erbin des Königreichs und der Liebling der Nation. Ihre Hochzeit brachte Romantik und Verheißung in ein Land, das sich noch immer an das Leben nach dem Krieg gewöhnen musste. Elizabeths aufwendig besticktes Hochzeitskleid wurde vom Modeschöpfer Norman Hartnell entworfen. Es übertraf die Träume aller anderen Bräute dieser Zeit. Obwohl der König den Abschied von seiner Tochter als schmerzlich empfand, war es ein Tag der Freude für die Familie und das Volk. Es war eine sehr, sehr deprimierende Zeit und Churchill beschrieb die Hochzeit als einen hellen Lichtblick auf dem harten, grauen Weg, den wir gehen müssen. Trotz des Novemberwetters reist das glückliche Paar in einer offenen Kutsche zum Bahnhof Waterloo, um in die Flitterwochen zu fahren. Begleitet wurden sie von Susan, dem Lieblingscorgi der Braut. In der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, hatte Elizabeth den Mann geheiratet, den sie seit ihrer frühen Jugend liebte. Die Königin war 13 Jahre alt, als sie Prinz Philipp zum ersten Mal sah. Er war damals ein junger Marinekadett in Dartmouth und sah sehr gut aus. Sie wissen ja, wie sich jedes Schulmädchen einen schneidigen Helden vorstellt, blond und sportlich. Sie trafen sich dann einige Jahre später und waren damals natürlich ganz anders. Das Werben fand vielleicht auf Distanz statt, aber die Königin hatte den Mann kennengelernt, den sie liebte. Und ich glaube, sie hat nie aufgehört, ihn zu lieben. Die erste Zeit ihrer Ehe verbrachte das Paar auf der Insel Malta, wo Philipp auf einem Marinestützpunkt stationiert war. Für Prinzessin Elizabeth war es wie ein Ausbruch aus einem Käfig. Schließlich war sie während des Krieges auf Schloss Windsor aufgewachsen, sehr isoliert. Auf Malta lebte sie das Leben einer Marinegattin. Sie ging tanzen, auf Partys, zu Strandpartys. Sie führte ein ganz normales Leben. Vielleicht war es die glücklichste Zeit ihres Lebens. Die Geburt ihres Sohnes Charles, ein Jahr nach der Hochzeit, brachte weiteres Glück und sicherte die Windsor-Dynastie für eine weitere Generation. Die Briefe, die die vernarrte Mutter schickte, zeigten mütterliche Wärme und väterlichen Stolz. Baby Charles bereitete seinen beiden jungen Eltern große Freude. Im Jahr 1950 bekam Charles eine Schwester, Anne. Aber Prinzessin Elizabeth musste schon bald für ihren kranken Vater einspringen. Auf ihrer Staatsreise nach Australien und Neuseeland machte sie einen Zwischenstopp in Kenia. Dort erfuhr sie vom Tod ihres Vaters. Ihre Krönung am 2. Juni 1953 war ein prunkvolles Ereignis. Charles, 4 Jahre alt, und Anne, 2 Jahre alt, sahen zu, wie ihre Eltern in der goldenen Krönungskutsche den Palast verließen.
Danach gesellten sie sich zu ihrer frisch gekrönten Mutter und beobachteten vom Balkon des Palastes aus die jubelnde Menge. An diesem historischen Tag läutete die Welt ein neues elisabethanisches Zeitalter an. Die Menschen waren optimistisch, weil sie dachten, das wird ein neues Großbritannien mit einer jungen Königin. Und dann kam am Tag der Krönung die Nachricht, dass Hillary und Tenzing den Everest bezwungen hatten. Und das war ein weiterer enormer moralischer Schub. Die Pflichten der Königin führten dazu, dass sie sich von ihren kleinen Kindern entfernte. Dadurch war Charles seiner Großmutter sehr nah. Das Protokoll, das die Königin umgab, schien ihn eher zu verwirren. Manchmal kamen er und Anne am Ende einer Auslandsreise zu ihren Eltern, wie hier in Gibraltar 1954. Sie hatten ihre Mutter seit 6 Monaten nicht mehr gesehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Prinz Charles und Prinzessin Anne geboren wurden, bevor sie auf den Thron kam, als sie noch Thronfolgerin war. Und so hatte sie mehr Zeit, sie hatte mehr Privatleben. Sobald sie den Thron bestieg, hatte sie so viel zu tun, so viel zu lernen, riesige Commonwealth-Touren zu unternehmen, die in jenen Tagen, als sich Düsenflugzeuge noch nicht durchgesetzt hatten, Monate dauerten. Die Person, die die Königin in der Öffentlichkeit am meisten unterstützte, war Prinz Philipp. Aber in ihrem Familienleben ließ sie ihm den Vortritt. Für Charles, der auf Philipps altes Internat Gordonston geschickt wurde, hatte das eher unschöne Folgen. Er war der Chef im Haus. Er war derjenige, der entschied, dass der Junge nach Gordonston gehen sollte, während die Königin selbst vielleicht Eden vorgezogen hätte. Sie hat ihren Sohn aus den Augen verloren. Ich glaube, sie hat auf ihren Mann gehört und gesagt, ich halte es für eine gute Idee, wenn er auf ein Internat geht. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war. Aber wir werden nie erfahren, was aus Prinz Charles geworden wäre, wenn er auf eine Art Tagesschule gegangen wäre oder Erzieher gehabt hätte. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, Philipp war sehr streng mit Prinz Charles. Wir wissen, dass das kein großer Erfolg war und dass der arme Prinz Charles dort sehr unglücklich war. Aber ich glaube, dass der Königin wichtig war, dass ihre Ehe eine traditionelle Ehe ihrer Zeit sein sollte, in der der Mann das Sagen hat und die Frau das Haus führt. Vielleicht dachte sie auch, die Tatsache kompensieren zu müssen, dass sie der eigentliche Boss war. Und dieser dominante, reife Mann, der Duke of Edinburgh, in der Öffentlichkeit ohnehin nur den 2. Platz einnahm. Prinz Andrew wurde 1960 und Prinz Edward 4 Jahre später geboren. Nach fast 65 Jahren Ehe stehen sich Elizabeth und Philipp immer noch sehr nah. Die Königin nennt Philipp Darling, aber in der Öffentlichkeit oder wenn sie sich über ihn ärgert, nennt sie ihn nur Philipp. Man weiß dann, dass die Lage ein wenig eisig ist. Die Königin ist nicht der Typ Mensch, der seine Fassung verliert. Ich schätze, wenn es einen heftigen Streit gibt, geht sie eher raus und reitet oder füttert die Hunde oder striegelt die Corgis. Und er stapft vielleicht ein bisschen rum. Die Königin wird nicht laut, aber jeder weiß, wenn sie verärgert ist und not amused. 1977 feierte die Königin ihr silbernes Thronjubiläum. Sie reiste in der 200 Jahre alten goldenen Staatskutsche zur St. Paul's Kathedrale. Ihre Großeltern George V. und Queen Mary feierten ihr Jubiläum 1935 in der gleichen Kutsche. Eine jubelnde Menge säumte die Prozessionsroute der Königin, die den ganzen Weg vom Buckingham Palace über die Kathedrale zur Londoner Guildhall, wo sie zu Mittag aß, und zurück zum Palast zurücklegte. Sie hatte nicht mit einer so herzlichen Reaktion der Öffentlichkeit gerechnet und machte einen improvisierten Rundgang. Den ersten ihrer Amtszeit. Sie kommt aus einer Zeit, in der es nicht üblich war, sich so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und manchmal sagte sie nach einem Tag voller Begegnungen mit Menschen, das Lächeln tut mir weh. Und es ist eine traurige Sache. Sie hat kein lächelndes Gesicht. Aber wo sie wirklich sehr berührt und sehr natürlich war, war die Zeit des Silberjubiläums, als sie durch die Straßen ging und die Leute noch mal rauskamen. Sie ging spazieren und war sehr erstaunt darüber. Ich glaube, sie hat viel von ihrer Schüchternheit von Queen
Mary. Die gleiche Art von Aufrichtigkeit und Unfähigkeit. Und doch so fürsorglich. An diesem denkwürdigen Tag warteten über 100.000 Menschen vor dem Palast, um ihr zuzujubeln. 5 Jahre zuvor hatten die Königin und Prinz Philipp ihre Silberhochzeit gefeiert. In Anspielung auf das berühmte königliche Pronomen wir baute sie einen subtilen Scherz in ihre Rede ein. Wir, und damit meine ich uns beide, sind sehr dankbar. Mit einem Salut aus 21 Kanonen wurde 1991 der 70. Geburtstag von Prinz Philipp begangen. 2012 wurde er erfolgreich am Herzen operiert. 5 Jahre älter als die Königin hat sich Philipp seine Energie und Begeisterung für die Monarchie bewahrt. Er ist Prinzgemahl, wenn auch nur dem Namen nach. In Balmoral, seinem Haus in Schottland, entspannt sich das Königspaar mit seiner Familie und seinen Lieblingstieren. Dies ist die Enkelin von Susan, dem Corgi, den die Königin auf ihre Hochzeitsreise mitnahm. Es ist die Rasse, die am meisten mit ihr in Verbindung gebracht wird. Sie scheint am glücklichsten mit ihrem Corgi-Rudel zu sein und füttert sie gerne selbst. Wenn die Königin im Palast ist, gibt sie ihnen den Nachmittagssnack selbst. Sie schneidet ihr Essen klein und legt es in kleine Silberschalen. Und einige von ihnen sind ziemlich bissig und schnappen gerne mal nach einem Knöchel. Und manchmal denke ich, dass ihr das ein heimliches Lachen entlockt. Nach dem Mittagessen in Windsor, und das ist für die Gäste ziemlich beunruhigend, streut die Königin Hundekekse unter den Tisch. Und bei einer Gelegenheit wurde ihr ein Tablett mit Hundekeksen überreicht. Und ein nervöser Bischof, der neben ihr saß, nahm tatsächlich ein und aß ihn. Prinz Philipp begann mit dem Kutschenfahren, als er mit 60 Jahren gezwungen war, den sehr körperlichen Polosport aufzugeben. Für den erfahrenen Reiter war das Kutschenfahren eine Möglichkeit, weiter an Pferdesportveranstaltungen teilzunehmen. Auch nach seiner Herzoperation nimmt Philipp noch immer die Zügel in die Hand, um ein paar gemütliche Fahrten zu unternehmen. Und so wie er die Königin in ihrer offiziellen Rolle unterstützt, zeigt sie gerne ihre Unterstützung für das ungewöhnliche Hobby ihres Mannes. Sie hat sich immer Zeit genommen, ihm bei Wettkämpfen zuzusehen. Pferde können durch laute und aufdringliche Zuschauer gestört werden, was für die Fahrer gefährlich werden kann. Manchmal zeigte die Königin ihre Verärgerung und verscheuchte unwillkommene Aufmerksamkeit. Nur wenige wagen es, sich mit der Königin anzulegen. Sie ist eine bekannte Reiterin mit legendärem Können. Sie reitet oft in Windsor, manchmal zusammen mit Prinz Edward, dem Earl of Wessex. Besonders entspannt ist sie mit ihrem jüngsten Sohn, der glücklich verheiratet ist und 2 kleine Kinder hat. Die Königin hat eine Leidenschaft für den Rennsport. Sie ist Eigentümerin der Rennbahn Ascot in der Nähe von Windsor und besucht dort jedes Jahr im Juni das Royal Ascot. Die Parade der offenen Kutschen vor dem Start war in den 60er Jahren ebenso eine Attraktion wie heute. Aber die Herzogin von York, die Prinzessinnen Anne und Margaret und natürlich die Prinzessin von Wales teilten diese grenzenlose Begeisterung für Pferde nicht. Man kann die absolut mädchenhafte Freude sehen, mit der sie behandelt. Und sie rennt hinunter, um einen besseren Blick zu haben. Und man sieht, wie ihr Gesicht leuchtet, wie es bei öffentlichen Anlässen nicht leuchtet. Ihre Liebe zu Pferden teilte sie mit ihrem Rennleiter Lord Carnarvon. Sie waren seit ihrer Jugend befreundet. Sein Tod am 11. September 2001, dem Tag der Terroranschläge in Amerika, war ein herber Schlag. Die Königin hatte eine wunderbare Beziehung zu Lord Carnarvon. Er war ihr Rennleiter. Und Rennen sind eine Sache, die die Königin über alles liebt. Und sie ist sehr, sehr belesen, was die Zucht angeht. Und hier war ein Mann, mit dem sie nach Herzenslust reden konnte, ohne dass ihr langweilig wurde. Selbst wenn er mitten beim Essen anrief, nicht bei einem Staatsbankett, aber bei einem Familienessen, nahm sie seinen Anruf immer entgegen. Sie vermisst ihn wirklich sehr. Die Königin besitzt Rennpferde und Zuchtstuten im Wert von mehreren Millionen Pfund. Als Präsident Reagan 1982 Windsor besuchte, wollte die Königin dem ehemaligen Hollywood-Schauspieler und Besitzer einer kalifornischen Ranch unbedingt ihre Pferde zeigen.
Er posierte bereitwillig für die Kameras und wurde dann von der Königin zurück ins Schloss Windsor geführt. Das persönliche Vermögen der Königin wird vorsichtig auf etwa 400 Millionen Pfund geschätzt. Es ist furchtbar schwer herauszufinden, wie reich die Königin ist. Denn es ist sehr schwer, die Güter, die sehr wertvoll sind und über die sie ihr Leben lang wacht, zu trennen. Die Krone, die bei der Eröffnung des Parlaments getragen wird, ist Staatseigentum. Aber die Königin besitzt fabelhafte Juwelen, prächtige Häuser, ein riesiges Investmentportfolio und Gemälde, um die die Kunstwelt sie beneidet. Ihre Kunstsammlung ist einfach erstaunlich. Es gibt so viele Van Dyck-Gemälde, Michelangelo-Gemälde, endlos viele Leckerbissen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie als ihre eigenen bezeichnen kann. Schloss Windsor ist ihr Lieblingsdomizil, gehört aber auch offiziell dem Staat. Trotz ihrer üppigen Besitztümer ist die Königin für ihre Sparsamkeit bekannt. Die Königin macht hin und wieder ein kleines elektrisches Feuer an, vielleicht mit 3 Brennstäben. Aber sehr oft macht sie auch nur 2 an. Sie ist gerne sparsam. Das Herzogtum Lancaster ist der Hüter von über 12.000 Hektar Land. Darunter Ackerland, historische Gebäude, städtische Gegenden und andere Vermögenswerte, die treuhänderisch für die Monarchin verwaltet werden. Das Herzogtum zahlt der Königin ein jährliches Privateinkommen von über 15 Millionen Euro. Es ist getrennt von der Zivilliste, die zur Deckung ihrer offiziellen Ausgaben als Staatsoberhaupt und Oberhaupt des Commonwealth vom Parlament gewährt wird. Die Königin besucht das Herzogtum regelmäßig und hält so Kontakt zu seinen vielen Bewohnern. Hier wie überall, wo sie zu Besuch ist, spiegeln Kleidung und Erscheinung eher ihre Stellung wider, als ihren Reichtum. Sie hat eine sehr nüchterne Einstellung zu Kleidung. Sie hat immer gesagt, ich bin kein Filmstar. Kleidung ist unerlässlich für den Job und sie hat sehr strenge Regeln. Zu Designern, die etwas Wunderschönes für einen Anlass entwerfen, sagt sie, das taugt nicht zum Winken. Mit solchen Ärmeln kann ich nicht winken. Sie müssen also immer dafür sorgen, dass sie winken kann. Die Hüte müssen immer aus dem Gesicht, damit die Leute sie sehen können. Und der Lippenstift ist immer ein sehr kräftiges Rot. Das ist den Fotografen zuliebe, damit sie aus großer Entfernung gesehen werden kann. Sie hat keine frivole Einstellung zur Kleidung. Allerdings mag sie grelle Farben. Sie mag Gelb, Rosa, Blau, Violett, obwohl sie in dunklen Farben eigentlich sehr gut aussieht. Ihr Haar ist unbeweglich, wahrscheinlich bei jedem Wetter. Ich habe einmal ihren Friseur gefragt, was ist das Geheimnis ihrer Frisur? Warum bewegt sie sich nie im Wind? Und er sagte, rohe Gewalt und Lack. Die Königin empfängt führende Politiker aus aller Welt. Nelson Mandela kam 1997, Papst Johannes Paul II. 1982 und im selben Jahr auch Ronald und Nancy Reagan. Präsident George Bush Senior und seine Frau Barbara wurden 1991 empfangen. Bill und Hillary Clinton kamen 1995. Mehr als 2 Milliarden Menschen in 54 Ländern auf 6 Kontinenten sind Bürger des Commonwealth und Untertanen der Königin. Etwa ein Drittel ihrer Auslandsbesuche seit ihrer Krönung 1953 führte sie in Länder des Commonwealth. Diese Reisen sollen die internationale Zusammenarbeit und die Handelsbeziehungen zwischen den Mitgliedsländern fördern. Sie hat viele Regierungschefs des Commonwealth gekannt, die ihr alle ebenso wichtig waren wie ihre 12 britischen Premierminister, von Winston Churchill bis David Cameron. Viele Menschen wissen das nicht zu schätzen. Sie halten den Commonwealth für unwichtig, für ein Relikt aus der Vergangenheit. Die Königin sieht das überhaupt nicht so.
Sie betrachtet ihre Rolle als Königin von Australien, Neuseeland, Kanada und den anderen 16 Dominion-Ländern als genauso wichtig wie die der Königin von Großbritannien, Nordirland und Wales. Das ist ihr alles gleich wichtig. Und sie liebt ihre Premierminister. Das Commonwealth liebt sie. Sie denken, dass sie die Person ist, die sich um sie kümmert. Denn die aktuelle britische Regierung tut das eigentlich nicht. Und außerdem ist sie schon so lange dabei. Sie ist mit all diesen Führungspersönlichkeiten befreundet. Sie kennt ihre Probleme, sie kennt ihre Familien, sie kennt intime Details über sie. Zum Beispiel, ob ihr Bruder gerade gestorben ist oder so. Sie haben also das Gefühl, dass sie sich wirklich kümmert. Und das tut sie auch. Bei den Treffen der Commonwealth-Regierungschefs spricht sie mit jedem unter 4 Augen. Obwohl königliche Reisen sehr gut vorbereitet werden, kann es immer noch zu Fauxpas kommen. Als sie 1991 eine Rede im Weißen Haus hielt, war die Tribüne für eine größere Person als die Königin eingerichtet. Irgendein Schwachkopf hatte das Pult, von dem aus sie ihre Rede hielt, etwas zu hoch angebracht. Und die Kamera war zu niedrig, sodass man nur ein Bild über dem Rednerpult hatte, auf dem man das Gesicht der Königin nicht richtig sehen konnte, sondern nur den Hut. Und jeder sprach vom sprechenden Hut. Sie findet sowas eigentlich außerordentlich amüsant. Sie hat einen großartigen Sinn für Humor. Die Freunde der Königin werden Ihnen sagen, was für einen wunderbaren Sinn für Humor sie hat. Und dass sie vor allem gerne über sich selbst lacht und lächerliche Dinge liebt. Ich meine, sie lacht, bis ihr die Tränen kommen. Und sie hat einen schnellen Verstand, einen Sinn für Ironie. Es gibt eine Geschichte, die ich besonders mag. Sie war in einem Laden in Norfolk, gekleidet wie auf dem Land, mit Kopftuch und allem. Und eine Frau kam auf sie zu und sagte, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber Sie sehen der Königin furchtbar ähnlich. Und die Königin sagte, das beruhigt mich sehr. Ein Springbrunnen in den Kensington Gardens ist Großbritanniens Gedenkstätte für Diana. Die Königin eröffnete ihn 2004. Die Diana, die unser Leben so sehr geprägt hat, hatte natürlich auch schwierige Zeiten. Aber die Erinnerungen werden im Laufe der Jahre milder. Ich erinnere mich vor allem an das Glück, das sie meinen beiden Enkelkindern geschenkt hat. William hat sehr viel von der Königin gelernt. Als William in Eton anfing, wurde er jeden Sonntagnachmittag zum Tee zu seiner Großmutter auf Schloss Windsor gebracht, wo er aus dem Stegreif ein paar Lektionen in Verfassungsgeschichte erhielt. Nicht der ideale Sonntagnachmittag für einen 13-, 14-Jährigen, würde ich sagen, aber er tat es sehr gern. Er betet seine Großmutter regelrecht an. Sie hatten eine wunderbare Zeit. Zu Beginn ihres diamantenen Thronjubiläums besuchte die Königin das Londoner Geschäft Fortnum & Mason. Die Visite wurde als der Besuch der 3 Königinnen bezeichnet, Elizabeth II. Und die zukünftigen Königinnen Camilla und Kate. Die starke Bindung zwischen der Königin und Prinz William erstreckt sich nun auch auf seine Frau Kate, die Herzogin von Cambridge. Die Königin hat dafür gesorgt, dass Kate in die Königsfamilie aufgenommen wurde und die Führung erhielt, die Diana und Sarah Ferguson fehlte. Und in dem Jahr seit ihrer Hochzeit hat Kate eine neue Welle königlicher Popularität ausgelöst. Während die Königin ihr 7. Jahrzehnt auf dem Thron antritt, kann sie über die großen Veränderungen während ihrer Regentschaft nachdenken, nicht zuletzt in ihrer eigenen Familie. 7 Jahre sind seit der Hochzeit von Charles und Camilla vergangen, die einst als die Frau geschmäht wurde, die Dianas Ehe zerstört hat. Camilla als künftige Thronfolgerin akzeptabel zu machen, wurde zu einer der wichtigsten Herausforderungen in der Regierungszeit der Königin. Nach den Turbulenzen der 90er Jahre und dem tragischen Tod Dianas musste sie die Monarchie neu ausrichten und stabilisieren. 1981 hatte sie die Hoffnungen der Welt mit der Hochzeit von Prinz Charles und Diana geteilt, die unter einem unglücklichen Stern stand. 30 Jahre später hat die Hochzeit ihres Enkels Prinz William mit Kate Middleton der Königin die Zuversicht gegeben, dass die Zukunft der Monarchie endlich gesichert ist.